Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Die neue GoPro Hero 12 hätte das Ding des Jahres 2023 werden können. Ein paar, gute Neuerungen und identische Hardware wie die Hero 11. Viele Fans der US-Marke sind echt enttäuscht und deshalb möchte ich in diesem Video euch auch keine Vergleiche, Bild, Audio und so weiter Hero 12 versus, wo ist sie? Hero 11 machen, sondern lege Fokus auf einen ganz besonderen Fakt. Ja, denn seit der Hero 10, also Hero 10, Hero 11, gibt es Hitzeprobleme. Heißt konkret, in 4K oder in der höchsten Auflösung mit 5,3K schaltet die GoPro nach relativ kurzer Zeit einfach ab. Klar, kleines Gehäuse, Sensor verbraucht viel Strom, der Prozessor durch Hitzeprobleme. Das war's dann und eure Aufnahme ist beendet. Bei der Hero 12, sagt der Hersteller, ist das deutlich besser. Deutlich längere Laufzeiten auch in hohen Auflösungen und die Abschaltung durch Hitze verzögert sich. Ja, wirklich? Das werde ich in einem Hitzetest GoPro 10, 11 und 12 checken. Was ist neu an der Hero 12 von GoPro? Erstmal grundsätzlich der Formfaktor, das Gehäuse identisch. Kleine Änderungen. Ihr habt hier so gesprengelte kleine blaue Punkte über das Gehäuse verteilt. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Hier auf der Seite die Hero 11. Und was ich richtig stark finde, hier unten ein Stativgewinde. Damit könnt ihr handelsübliche oder die GoPro auf handelsübliche Stative machen, ohne dass ihr das GoPro-System hier habt. Das finde ich klasse. Sonst musste man immer noch einen extra Adapter machen. Einfach aufs Stativ rauf. Kleine Änderung, aber klasse. Der Hersteller verspricht mit dem Endurance-Akku eine zweimal so lange Aufnahmezeit. Finde ich super. Dann gibt es in diesem Standardpaket nicht dabei den Max Lens Mod 2.0 mit einem erweiterten Sichtfeld von 177 Grad. Absolut neu GP Lock, das heißt, ihr habt ein Lock-Profil für eine bessere Farbkorrektur. Gut und professionell, mag ich. Außerdem Bluetooth Audio, das heißt, ihr könnt eure AirPods beispielsweise anschließen und habt dann, wenn ihr die im Ohr habt, eine Mikrofonebene oder eine Mikrofonstrecke und könnt das, was ihr sprecht in dem Moment, aufnehmen hier in der GoPro. Super, aber ich hätte mir allerdings eine professionellere Lösung für den Ton gewünscht, dass man nicht immer den Media Mod benutzen muss, der kostet auch noch Geld, sondern hier einfach 3,5 mm Klinkenstecker rein, Mini-Klink oder per USB-C gibt es leider nicht. So, und last but not least, ihr habt hier die Möglichkeit, eure einzelnen GoPros, wenn es 12er sind, zu synchronisieren. Das heißt, alle mit dem gleichen Timecode. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also die drei Kameras Hero 12, Hero 11 und Hero 10 einstellen. Was ich noch ganz cool finde, ihr habt hier in der App eine Einstellung einfach. Das heißt, für User, die sich nicht so sehr in die Tiefen des Systems oder die da nicht so hinabsteigen wollen, habt ihr ganz simple Einstellungen. Videoeinstellungen habt ihr Videomodus höchste Qualität, Standardqualität oder einfache Qualität. Dann habt ihr das Seitenverhältnis, Breitbild, Horizontal oder Vollbild und ihr könnt hier noch einstellen Hyperview, Superview oder die lineare Objektiveinstellung. Das ist ganz simpel, aber wir stellen hier jetzt mal auf Pro und schauen mal, was wir bei der Hero 12 und bei den anderen Kameras alles einschalten. Und zwar werden wir aufnehmen, es wird brutal, keine Frage, 5,3K, 50 Frames, Superview. Wir lassen, obwohl die Dinger sich nicht bewegen, den Hypersmooth mal an. 6.0, 5.0 und die 4.0 bei der Hero 10. Dann machen wir 50 Bilder. Wir gehen natürlich, weil wir gemein sind, auf 10 Bit und auf höchste Auflösung. Ja, das war's. Also wirklich relativ hart. Dazu muss man sagen, klar, dafür sind die Kameras auch nicht ausgelegt, irgendwo
ohne Luftzug was zu machen. Und GoPro hat auch eine Analyse gemacht, also die ganzen Daten der einzelnen Kameras ausgewertet und festgestellt, 75% aller GoPro-Nutzer nehmen Clips nur bis zu einer Länge von 1 Minute auf. Naja, klar, 1 Minute, da schaltet sich nichts ab. Aber dennoch, also wir beispielsweise, wenn wir eine TV-Produktion haben, eine Reportage und die Protagonisten sind mit GoPros ausgestattet, das muss dann mal 1 Stunde, 2 Stunden halten. Also 4K gar nicht möglich. Alle 3 Kameras habe ich jetzt auf die gleichen Werte eingestellt. Monitor an, Hypersmooth an, die Werte, die ich euch gerade genannt habe. Und dann schauen wir mal jetzt, welche am längsten durchhält. Es muss eigentlich die Hero 12 sein. So, also, mein kleiner Testparcours ist aufgebaut. Hier die Hero 12, die Hero 11 und die Hero 10. Ich habe 3 frische Endurance-Akkus, also die Bedingungen sind gleich, ebenso natürlich auch die Einstellungen. Was denke ich? Ich glaube, die 10er wird zuerst aussteigen, dann die 11er und hoffentlich die 12er. Zumindest sagt GoPro das, dass die länger hält. Ich bin gespannt. So, mehr als 5 Minuten sind jetzt um und alle 3 Heroes halten sich ganz wacker, aber sie sind schon ganz schön heiß. Also eins muss man ganz klar sagen, das ist natürlich ein absoluter Stresstest. Wir haben hier, was wir gar nicht brauchen, Hypersmooth an, die Bildschirme sind die ganze Zeit an. Da kann man natürlich dann deutlich mehr rausholen. Das ist auch so ein Tipp, wenn ihr in 4K drehen wollt oder noch höhere Auflösung und ihr braucht mehr Zeit, bevor die Kamera wegen Hitze abschaltet, dann, ja, wenn es geht, Hypersmooth ausschalten, den Bildschirm ausschalten, GPS, WLAN, also alles, was ihr nicht braucht für die Aufnahme. All das produziert natürlich Wärme. Ausschalten. Das ist kein GoPro-spezifisches Problem, was die Überhitzung angeht. Das haben die anderen Action-Kameras auch, diese Probleme. Und selbst bei großen Kameras, Sony A7 beispielsweise, Vollformat, die kann dann auch nach einer bestimmten Zeit einfach aussteigen. Die FX3 beispielsweise hat einen Lüfter. So, und die erste, die sich ausgeschaltet hat, bei ungefähr 15 Minuten 25, ist die GoPro Hero 11. Noch im Rennen, die 10er und die 12er. Und da hätte ich echt gedacht, dass die 10er zuerst aussteigt. So, 17:25, die GoPro Hero 10 schaltet ab. Und jetzt die große Frage. GoPro hat es ja ganz klar gesagt, sie haben das Energiemanagement und das Hitzemanagement verbessert. Wie viel länger ackert die Hero 12 jetzt unter diesem absoluten Stresstest? (18:50) und unter diesen Extrembedingungen hat auch die Hero 12 nun abgeschaltet. Ich will mal sehen, wie heiß sind die geworden. Also die 10er, die 11er, die haben ja schon ein bisschen Zeit gehabt abzukühlen. Hallöchen, aber jetzt die 12er. Oh ja, da könnt ihr ein Spiegelei drauf braten. Wirklich. Die 11er ordentlich. Die 10er ist schon ein bisschen abgekühlt, aber jetzt hier die 12er gerade eben abgeschaltet. Huiuiuiui. Aber sie hält länger durch. Jetzt will ich das Ganze nochmal checken mit ein bisschen weniger gemeinen Einstellungen. Also das, was ihr selber machen könnt. Mal schauen, wie lange die Hero 12 dann durchhält. Ich bin runtergegangen auf 4K, 25 Frames, habe die Bildschirme nach 1 Minute ausgeschaltet und Hypersmooth auch ausgeschaltet, weil
das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt bin ich gespannt. Los geht's. Und hier vorne. ...20 Minuten in 4K, 25 Frames, ohne Hypersmooth und den ganzen Kram Monitore abgeschaltet. Das ist schon mal eine ganz andere Nummer als mit 5,3K, 50 Frames und allem eingeschaltet. Ich bin gespannt, was wir hier für eine Zeit erreichen. Also ganz ehrlich, jetzt wird's langweilig. 37 Minuten und wer weiß, wie lange das noch dauert. Ja, die 10 und die 11 sind ausgestiegen, die 12er ackert noch fröhlich weiter. Versprechen eingehalten. GoPro hat mit der Hero 12 zumindest in Sachen Hitzeproblematik super abgeliefert. Ich sage es aber ganz offen, ein Umstieg von der Hero 11 auf die 12 ist meines Erachtens nach nicht notwendig. Mit der 11er habt ihr echt ein gutes und solides Stück Actioncam, da müsst ihr nicht umsteigen auf die 12er. Wer eine ältere Generation hat, für den ist die GoPro Hero 12 eine solide Kamera. Ja, nicht das, was man sich vielleicht erwartet hat, 8K, 1 Zoll Sensor und so weiter und so fort, aber eine gute Pflege, also Produktpflege. Ich würde sagen, im Automobilbereich würde man sagen, naja, kein neues Modell, ein Facelift, ein kleines Facelift.